Vegas, Baby. Die Veränderung zum letzten Mal ist so gravierend. Was wäre, wenn 6 Kilo mehr Muskeln, wenn es im Schwergewicht keine schlechte Figur macht? Das ist ja überkrank. Was spricht denn da dagegen? Mach's doch. Wird vielleicht für den einen oder anderen jetzt ein Schock sein. Ich wechsle ins Schwergewicht. Aber ich hab's gewusst. Auf, hoch mit. Noch einer. 5, 7. Einer. Letzter. 8, 3. Drücken wir durch. Alter. Jetzt geht's zum Olympia. Freunde, ein Jahr mussten wir euch auf die Folter spannen und wir dachten schon, dieses Jahr wird vielleicht ausgesetzt, aber nichts da. Es wurde nicht dem Zufall überlassen, es wurden sich die 2 Qualis in die Tasche gesteckt und jetzt heißt es gibt wieder geile Unterhaltung für euch, denn wir sind auf dem Weg, heute um 10 Uhr früh, Z50, Frankfurter Flughafen. Z58, Bruder. Ja, wir sind gerade bei Z50. So. Die Chefin führt. Die Chefin führt, wie immer. Die ist natürlich auch dabei. Also, das Rudel ist wieder vereint. Das Vegas Squad. Und wir fliegen zuerst mal nach Chicago und dann nach Vegas, wo wir dann schon rechtzeitig zur Peak Week, also zum Protokoll, heute ist Freitag, nicht der 13., sondern Tag der Deutschen Einheit, gell? Bruder, das ist eigentlich Grund zum Feiern. Ja. Stefan wird jetzt einen Witz droppen, den wir hier an der Stelle auslassen. Guck mal, ich als ehemaliger Ossi und du als Wessi. Ja. Ich meine, gut, ist alles vor uns passiert, aber trotzdem. Ja, Hätte gut. es die Wiedervereinigung nicht gegeben, hätten wir uns nicht getroffen. Ah, doch. Ja, wahrscheinlich schon über Umwege. Wäre ich schon irgendwie rüber gejumpt. Aber jetzt sind wir da. Mit dabei im Gepäck. Eine Menge Salz, ein paar Meals, wovon die Brownies unter anderem. Es gibt Delicious Brownies? Ja, aber die schnelle Variante. Da sind die Süßkartoffeln nicht ganz so klein geworden, da hängt dann noch so eine halbe Süßkartoffel einfach so roh mit drin. Aber sagt man nicht zu laut, sonst gibt es wieder hinter die Löffel. Essen können wir es trotzdem und dementsprechend ja, haben wir alles dabei, was es bedarf, um jetzt nach Vegas zu kommen. Ich freue mich drauf. Es ist Olympiawoche, es ist die größte Bodybuilding-Show, die es auf der Welt gibt und ihr seid natürlich exklusiv wie immer mit dabei. Jetzt gibt es wieder täglichen Content. Wie die Dame bittet, die Passagiere einsteigen zu lassen, bitte ich euch, jetzt einen fetten Daumen hoch und ein Abo dazulassen für die tägliche Cardio-S- ich chill mit meiner Freundin auf der Couch Unterhaltung, die wir euch hier liefern. Und heute geht's los. Du hast so viel Energie, Mann, das überträgt sich richtig. Ich habe echt viel Energie. Ich weiß nicht, was die in die Brownies noch reingebacken hat, aber ich sag's euch, sobald ich den Fuß auf Vegas-Boden setze, in die Wüste setze sozusagen, da ist bei mir energietechnisch, kannst du mich da auch auf 0 Kohlenhydrate laufen lassen. Das ist unser erstes Mal, dass wir mal nicht irgendwie 3-4 Wochen vorher da sind, sondern nur eine Woche. Und deswegen wird da die Zeit genutzt. Stefan fliegt heute auch. Also ist der Coach auch morgen schon mit am Start. Und natürlich viele deutsche Athleten, viele Athleten aus Vergangenheit, die ihr auch kennt, wenn ihr die Videos schon länger schaut. Und ich freue mich einfach auf diese ganze, ich habe heute Morgen eine Fragerunde gestartet, habe ein paar Fragen jetzt beantwortet und da auch so einer gefragt, auf was ich mich da am meisten freue. Ich muss echt sagen, auf die Begegnungen mit euch, die Begegnungen aber mit den Gleichgesinnten und es wird wieder richtig cool. In diesem Sinne, guck mal, was die Chefin zu sagen hat. Ab zu BK, oder? Nee, ich kann Erstmal ein Hot Brownie mit Eis. Brauchst eine kleine Pause. Ja, dass der High Rocks Athlet wieder hier die Treppe nimmt. Ja, Markus, du magst doch Nüsse. Mein Plan ist es jetzt, für die nächsten 8 Stunden mich hier in die Waagrechte zu begeben und komplett hier den ganzen Zirkus abzusägen. Also wenn wir doch frühzeitig rausgeschmissen werden, liegt es wahrscheinlich am Bären, der sich jetzt gleich 20 bis 30 Sprüher Speedspray gibt. Okay, einmal zur Referenz, wie viel ist der empfohlene Wert? 2 Sprüher. Sehr gut.
Und so 12 bis 15 mache ich an einem normalen Abend. Heute muss um 11 Uhr morgens, um nochmal in einen 8-stündigen Nap zu fallen, auf jeden Fall die Dosis etwas erhöht werden. Was ich aber auch jedem empfehlen kann. Grüße an meine Mama. Die hat mir Algovir, antivirales Nasenspray und ganz wichtig Augentropfen. Denn auf langen Flügen bzw. in der Höhe werden eure Schleimhäute ziemlich trocken. Deswegen guckt immer, dass ihr die frisch hält und dann kommt ihr auch viel angenehmer an. Also einfach, dann sitzt euch der Flug nicht so in den Knochen. Ah, Labello, das habe ich vergessen. Was war das gerade? Mach nochmal. Komm, Maske dabei für die Fashion. Alter, wow. kann mir gestohlen bleiben. Weil hässlicher, Das ist jetzt die Feuchtigkeit. schöner werde ich eh nicht mehr, wisst ihr doch. Ich habe einen Geist gesehen. Was ist das für eine Maske? Eine Feuchtigkeitsbombe. Geht ja schnell hier. Geht ja los. Chicago, Baby. Mein Plan hat nicht ganz funktioniert mit dem komplett Durchschlafen, aber 3 Stunden würde ich sagen, 3,5. Habe ich geschlafen und wir haben kurzerhand rausgefunden, dass Chicago nähe New York liegt. Also nähe New York. Wird mich wahrscheinlich jeder Amerikaner jetzt steinigen. Ja, aber wir haben auf jeden Fall nochmal einen 5-Stunden-Flug vor uns. Halleluja. Ja. Ich habe noch einen Chicken Meal. Das wird mal wieder sportlich, aber die Not, Brownies gut? ja, aber die Not macht erfinderisch, ihr wisst. Vielleicht kann es ja auch sein, dass es gleich nach Hause geht, weil die uns nicht reinlassen, weil Markus sich verplappert. Sehr gut. Leute wollen ihre Schokolade nicht. Nee, alles gut. Dann darf ich sie haben, oder? Bedienen Sie sich. Die ist wichtig. Die Meiner Frau mit. Die haben wir auch eingepackt. Super. Gute Schokolade von der Lufthansa. Jetzt wurden uns direkt die Tickets für den Weiterflug ausgehändigt. Was ein Service. Eigentlich haben wir die ja schon. Ab nach Vegas. Ich freue mich echt auf Vegas, muss ich sagen. Und hier hat es auch 30 Grad aktuell. Vegas, Baby. Das obligatorische Bild muss natürlich auch sein. Dementsprechend sind gestrandet. Der Vogel, a.k.a. der Bär, zum Start. Ja. Koffer. Wir beten, sprechen ein kurzes Gebet, dass der Koffer es auch nach Las Vegas geschafft hat. Die Koffer sind da. Wir sind schon mal überglücklich. Ich habe sogar zur Not in der Tasche hier, dass man es mir auch glaubt. Oh, Fürs morgige Training eine kurze Hose. Young LA natürlich. So Not eingepackt, weil ich echt schon das Omen hatte und wir haben auch schon einige auf Insta geschrieben und die Daumen gedrückt, bitte kommt das Gepäck an. Plan für heute, ich habe meiner Therapeutin geschrieben, die wahrscheinlich nicht mehr da ist, aber die vielleicht so kulant ist und ihre Klinik offen lässt, dass ich mich da noch in die Sauna setzen kann. Denn das wäre jetzt ziemlich gut, weil durch den Flug halte ich so ein bisschen Wasser. Ja, soll so ein bisschen runterfahren und soll dann auch auf jeden Fall in den Rhythmus der USA kommen. Und wir haben es jetzt, um es genau zu sein, 16:45 Uhr Ortszeit. Das heißt, wird perfekt hinkommen. Das heißt deutsche Zeit 1:45 Uhr. Ja, ich will gar nicht dran denken, aber ich pendel mich jetzt hier, oder wir alle pendeln uns jetzt hier wieder in den Rhythmus ein. Aber ich merke es richtig. Okay. Die Kohlenhydratzufuhr bzw. die Zufuhr der Energie in meinen Kopf verabschiedet sich langsam. Somit holen wir jetzt das Auto und gucken dann, wie der Abend endet. Es gibt auf jeden Fall noch eine Roomtour.
vom neuen Airbnb. Ich bin mal gespannt. Ich habe noch kein Bild gesehen. Alice hat gezaubert. Ich habe ja gar keins gebucht. Ja. Eine Müllhalde. Ist auch okay. Wir machen das Beste draus. Herrlich. Heute Morgen aufgewacht. Eises Kälte. Jetzt fangen wir die Sonnenstrahlen Vegas. Hallo. So, mal wieder Bus fahren. Erinnert an Schulzeit. Aha. Da saß ich aber mal ganz hinten. Sind Scheiße gebaut immer. Ey, wir haben sogar, das kann es eigentlich keinem erzählen, aber wir waren alle jung und dumm. Wir saßen ganz hinten, haben die Fenster aufgemacht und haben geraucht. Ich denke schon manchmal zurück und denke mir, was für eine dumme Scheiße hat man eigentlich so gemacht als Jugendlicher. Weißt du, auch so mit den Tippex irgendwie so Herzchen oder so auf die Sitze gemalt oder so ein Scheiß. Da würde ich mir selber im Nachhinein gern auf die Fresse hauen dafür. Aber hey. Wir waren alle mal jung und dumm. Jung und dumm. Was waren so deine Sünden als junge Dame? Gemacht. Bitte? Ich hab das nicht gemacht. Ja, die saß immer im Bus ganz vorne da. Und der Busfahrer war ihr bester Freund. Hör auf! Okay? Hallo. Oh. Was war mit dem Busfahrer? Nix, aber ich war halt nicht so asozial früher. Die saß immer ganz vorne auf dem Platz. Das war so ein Einzelplatz. Gell? Hinter der Tür. Für deine Busfahrkarte dabei? So geht's mal nicht. Hör auf! Michi hieß der Busfahrer, den wir früher hatten. Ali. Alle aus Schwäbisch Gmünd, die Bescheid wissen, aus der Hut, die kennen den Busfahrer. Ich habe immer an so einer Haltestelle gewohnt. Ich glaube, ich habe ja die Hut schon mal in einer meiner Videos gezeigt. Wenn nicht, wiederholen wir das mal. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, ob ich ein bisschen mit Markus meine alte Hut unsicher mache und auch meine Schule zeige. Wäre eigentlich mal ganz cool. Und dann auch immer die Orte und so, wo ich da gegessen habe und so. Ich glaube, das wäre geil, könnt ihr mal machen. Und da hatten wir so 2 Bushaltestellen und die waren halt beide so beschissen. Und dann habe ich mit dem einfach ausgehandelt, Junge, halt einfach den Bus an und lass mich da in der Mitte raus. Weißt du, da war keine offizielle Bushaltestelle. Bester Mann hat er natürlich gemacht. Bin ich mal gespannt. Ja, Die Klasse. Nee, big. Your vehicle's going to be on D11. Wir haben so einen fetten Dodge. Ja. Chevrolet da hoch. Größer. Chevrolet da hoch. Chevrolet da hoch. Größer. Ich kenne kein größeres Auto als ein Chevrolet da hoch. Junge, was hast du denn rausgelassen für ein Boot? Escalade, Alter. Richtig geil. Das ist ja krank. Guck mal, ich kann hier auf meiner Seite hier einfach die neuesten Urs Kalischinski Videos schauen. Ja, und Alice navigieren kann. Das ist ein richtiges Schiff. Wir haben jetzt einfach alle unser Gepäck rein. Alle Einkäufe passen hier auch noch rein. Good Job, Chefin. Markus, du hast da auch deinen eigenen Bildschirm. Ja, Mann. Kannst du deine Pornos drauf gucken dann immer. Einmal muss man auf jeden Fall hier gewesen sein, sage ich immer. Also, wenn ihr mal mit eurer Herzensdame in die Flitterwochen gehen wollt oder in Vegas heiraten wollt oder den Olympia nächstes Jahr anschauen wollt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall jetzt schon mal das Flugticket zu buchen. Denn ja, eine Woche kann man auf jeden Fall Vegas mal mitmachen. Oder? Ich finde so 2-3 Wochen Vegas muss man jetzt nicht machen. Aber ist schon cool. Was soll ich euch sagen? Alice nimmt die Offene wirklich ernst. Denn nicht nur die Essensportionen werden größer, der Freund wird größer, sondern guck dir mal diese Bude an.
Was ist das hier, Alter? Hier kann man drin Fußball spielen in dem Wohnzimmer. Was für eine Zollgröße ist das eigentlich? Leck mich am Arsch, Zoll. Wir müssen gar nicht zur MMA gehen, zu den UFC gehen morgen Abend. Wir gucken das hier. Ja, ich sag's dir, Alice hat auf jeden Fall sich selbst übertroffen. Ich war noch nicht oben, es gibt noch ein Obergeschoss anzumerken, aber ich habe mich gleich mal dafür entschieden, dass das mein Reich wird. Warum? Ja, Kürzester Weg. keine Treppen steigen, weil dafür ist die Energie echt nicht mehr da. Aber wir, beziehungsweise ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken, ihr wart gerade einkaufen. Es hat sich schon gut einquartiert oder eingespielt. Und heute Abend gibt's Pizzaabend. Genau, so steigen wir ein. So lebst du also. Spaß beiseite. Guck mal, der Junge verfolgt mich auch überall hin. Ja. Ne, mega fit Meal. Ja, Grüße gehen raus an alle deutschen Zuschauer, was wahrscheinlich 95% sind. Die können jetzt damit nichts anfangen, aber in den USA ist es ein cooler Meal Prep Service und ich wiederum bin ja einer, ich denke auch gern mal an meine Mitmenschen und dachte mir, komm, bestelle ich hier auf jeden Fall mal, kann ich euch mal zeigen, 1-2 Mahlzeiten für die paar Tage. Ja, warum war ich überhaupt einkaufen eigentlich? Du hast es mir ja gesagt, ich kann nicht einkaufen brauchen. Hier haben wir geile Sachen dabei, wie zum Beispiel, was haben wir hier, das sind die Signature Meals. Was ist das für ein Kühlschrank? Eine Cheeseburger Bowl. Hier haben wir Barbecue Chicken and Fries mit 6 Gramm Fett auf das ganze Ding, 30 Gramm Carbs, 43 Gramm Eiweiß, Taco Bowl, feiert Alice. Also hier könnt ihr euch gerne durchtesten, Chris Bumstead Signature Meal. Aber wir wollen ja kein die Savage Bowl. Wir wollen ja aber kein dünner Classic-Athlet sein, sondern Open, Junge. Deswegen bleibt mir fern damit. Alicia, was haben wir hier für einen geilen Kühlschrank? Ich habe mir gerade schon fast meinen Nagel abgezogen. Oh. So. Dann so. Dann Magic so. Und dann. Kannst du dich für sowas begeistern? Kühlschranksysteme? Nee. Nee. Das klingt eher schon nach mir, ja. Was ist da drin? Jasmine Rice, Chicken Breast, Broccoli, Yellow Bell Pepper, Gluten-Free Soya Sauce, Red Bell Pepper, Rice, Edamame, Bell Pepper, Sesame Seeds, Ginger, Avocado Oil. Das Ganze hat 7 Gramm Fett, 50 Gramm Carbs, 36 Gramm Eiweiß. Also ja, richtig geiler Shit hier. Könnt ihr euch auf jeden Fall durchtesten. Hiyabachi Steak Bowl, also. Ich muss sagen, so ein Kühlschranksystem, das macht mich schon an irgendwie. Gell, ist schon was Cooles. Ja. Ich feiere das auch extrem. Überm Kühlschrank erstmal eine Klotze. Stimmt, das fällt mir jetzt doch. Falls man die Ja. 2 Minuten verpasst drüben und zum Kühlschrank geht. Es gibt nichts Amerikanischeres als das. Das war Alter. noch bloß nicht verpasst hier. Auf einem Bagel. Dieses Killer Bread, diese Killer Bagel an alle, die jemals in Amerika sind, Cinema Komm, halt die Backen und Racing komm ist rein. Weltklasse. Schön, dich zu sehen, Stefan. Oh. Aha, ihr habt die Porno Edition, oder was? Ja. Habt ihr auch so eine Menschen? Ich glaube, wir haben eins das gleiche. Also sicher der gleiche Vermieter, weil die Tür gleich ist mit dem abgepickten Ding. Leute, ihr mögt jetzt vielleicht denken, dass es gerade 9 Uhr morgens ist oder so, aber mal die Leute abzuholen. Ich habe gerade eine Brokat im Irak gewonnen. Du bist die ganze Nacht wach, Alice ist die ganze Nacht wach, ich konnte bis gerade schlafen. Stefan wohnt 50 Meter von hier. Und Macht erstmal Übung. Nein, er hat mir das Kreuzkissen rausgerissen. es geht schon wieder los, Alter. Groß, erzähl mal, wie viel hast du schlafen können? Wie war noch der gestrige Abend nach der Anreise? Ja, ich war richtig im Arsch. Ich habe gestern noch meinen Lachs gegessen. Das wurde euch aber erspart geblieben. Ich war echt am Arsch. Bin dann um 9 ins Bett, klassisch, um hier wieder den Rhythmus zu finden. War dann um 4 wach. Wie gesagt, komm, ich leg mich jetzt nochmal hin. Aber jetzt finden wir wieder einen Rhythmus rein. Aber jetzt war es das auch mit Schlaf.
dementsprechend, ja, relativ 4, morgen 6. Ja, relativ fit bin ich jetzt auf dem Bein. Wie Stefan sagt, heute 4, morgen 6 und dann sind wir wieder am Start. Dann passt es perfekt. 2 Kilo Gewicht gedroppt auf der Anreise. Das war mir aber schon klar. Das war ein langer Tag und wie immer, ich habe so die Stutzstrümpfe angezogen, habe sie dann abends ausgezogen, war gar nichts da. Wir waren gestern bei Whole Foods, die Rechnung. Ja, Whole Foods ist schon auch super, aber von den normalen Ja. finde ich ist Kröger am besten. Sorry, wir gehen nur zum Whole Foods. Um die Whole Foods Rechnung Was hast du? bezahlbar zu machen, Hast dich prostituieren müssen? muss ich jetzt an der Stelle, kauft bitte mit Code Polacco ein, um nicht nur die Wettkampfreise zu unterstützen, sondern auch die Whole Foods Einkäufe. Weil es hat auf jeden Fall eine halbe Niere gekostet. Weißt du, ich habe ja gestern lieber so nochmal meine ganze Energie rausgehauen, um wirklich alles ready zu machen, dass es so ist, wie es ist, dass man heute gut reinstarten kann. Und deswegen, ja, wird es jetzt richtig geil. Oh, die Prinzessin höre ich auch schon oben. Es bewegt sich was. Ob ich Brot mag? Oder so Dinge, da musst du wirklich, ohne Scheiß, du musst wirklich einmal jetzt das Dave's Killer Bread. Dave's Killer Bread, diese Bagel Raisin Cinnamon, den ich jetzt gegessen habe. Das hört sich aber nicht so clean an. Oh ja, Dave's Killer Bread Dave's Killer Bread ist clean. Das ist super clean. Ballaststoffe, relativ kohlenhydratarm, weil es mit Ballaststoffen aufgefüllt ist. Geschmacklich besten Bagels ever. Da muss man aber auch einen Shoutout an Jay Cutler geben, der das, glaube ich, weltbekannt gemacht hat, ohne was dafür zu bekommen. Der hat immer dieses Ezekiel Bread. Ezekiel Bread. Die Gitarre oben, das ist urcool. Wie heißt das auf Deutsch, Ezekiel Bread? Ezekiel, keine Ahnung. Was ist das? Ich weiß nicht, ich habe damals in diesen Jahren, das Leiberl ist im Übrigen für alle, die es kennen. Ja, Ja, das ist absoluter Kult, das ist original noch aus 2007. das ist krank. Aha. Fremdwerbung. Ja. Nee, aber muss man ganz ehrlich sagen. Das war diese Shirts, diese Serie, da hat es 3 gegeben, ich habe alle 3, es war ein absoluter Bodybuilding-Kult. Und das gelbe Tanktop. Also ich wollte gerade sagen, vor so 10 Jahren oder so hat mein Bruder mir damals so ein gelbes Tanktop von Animal gebracht. Mit diesem A-großen. Das war dann schon eine Etappe danach. Das war das Das dann, waren, ja, die das ist ersten, das original. waren die ersten 3, dieses I'm not here to talk, dann Squat till you puke. Mit Evan Zetopani. Genau, das waren die T-Shirts und ich habe die wieder ausgegraben. Da schau, die haben sogar die klassischen Side-Tape-Löcher, die ich gestopft habe. Mit dem Gürtel drin. Nein, weil, weißt du, immer Pack, immer da, genau. Da haben wir Löcher drin vom Gurt, weißt du, von der Schnalle. Ich wollte mir das Fixer vom Side-Tape. Ich habe das damals nämlich analysiert. Ich habe zuerst gedacht, das ist vom Gurt. Alle T-Shirts von mir waren kaputt. Ja. Und ich dachte immer, es ist vom Gurt. Es war nicht vom Gurt. Den habe ich dann weggelassen und dann bin ich irgendwann draufgekommen, dass das die Side-Tape-Löcher sind. Also Stefan hat früher Seitheben so gemacht. Schön unten mit. Das ist zack, bam, zack, bam. Guten Morgen. So, Reiß außer die Posten. gefällt mir echt. So, das ist diagonal. Oh ja, ist super. Oh ja, ist super. Geht mal. Geht mal. Und das mal. Okay, schaut super geil aus, bis du. Das wird. Hast gesehen, ich twiste den Bizeps mehr. Mir ist was anderes Interessantes aufgefallen. Und zwar, dass da eine neue Dreiecksseparation drinnen ist im Sideleg vom Glut. Mach noch einmal. Jetzt sieht man es auch nur so gut in dem Licht, aber schau mal.
Ich weiß nicht, ob man das auf Video sieht. Brauchst du nochmal spannen? Also du kannst nämlich super schon anfangen, aber das hier geht weiter runter und ist konturierter. Siehst du das? Lass nochmal locker. Dieses Dreieck hier ist schärfer konturiert, also es ist eine viel schärfere Abgrenzung von Quad, Beinbizeps und Gluteus. Das ist neu. Oder den tollen Licht von der Seite geschuldet, aber es ist auf alle Fälle, taugt es mir voll. Oh yes. Nur den Kopf gerade. That's good. Na, du musst mehr rausholen und echt nur die Brust hoch. Du bist jetzt ein bisschen enger geworden wieder. Ja? Ja, genau. Steht sie? Direkt auf den Boden. Bauchbein. Vokal. Reinkriegen 300 extra. Pre und Post oder? Also Pre und Post wärst noch ein zu großes Mal. Mach Pre, Post. Okay. Oder du kannst auch vielleicht Frühstück jetzt ein bisschen, damit man jetzt schon ein bisschen auffüllt. Ja. Mach 50, 50, 50, 50, 50, 100 mehr, 50. Habe ich richtig gezählt? 6 mal 50 sind 300. Frühstück 50 mehr, Pre 50 mehr, Pre 50 mehr, Post 100 mehr, Post 50 mehr. Markus hat sich's gemerkt. Es ist auf Kamera. Oder die Kamera, die niemals lügt. Und wenn wir uns jetzt verzählt haben, dann sind wir ziemlich dumm. Gefällt dir, Stefan, was du siehst? Ja, Sideleg. Also ich bin ja so ein Freund von Neuigkeiten. Und ich freue mich dann immer wie ein kleines Kind, wenn ich was Neues sehe. Und das gefällt mir gut. Also es sind jetzt auf alle Fälle schlechte, wenn man das so ausdrücken kann, schlechte 2 Kilo weggeflogen. Also 2 Kilo, die man nicht braucht. Natürlich sind schwächere Muskelgruppen jetzt ein bisschen leer. Und das sollte auch nicht weiter droppen, aber sonst bin ich sehr, sehr happy. Schatzi, wie hast du geschlafen? Scheiße. Woran liegt's? An der Zeitumstellung. Um 2 Stunden geschlafen. Sagt der mit seinen ekligen Socken auf meinem Sofa schon wieder ist. Und wahrscheinlich ist mit dem U-Boot gekommen, oder? Alter, ich gehe genau 30 Sekunden zu euch. Das ist nicht mal eine Minute. Wir sind am Anfang der Straße, ihr am Ende der Straße. Ich zu ihm so, schick mir Standort. Ja, dann schickt er zu mir und ich denke mir, hä, stehst du vor meiner Tür, Alter? Also original 20 Meter Luftlinie. Der Bär in der Küche. Seltener Anblick, hä? Eigentlich nicht. Ja, Du bist schon viel selber im Kochen auch. Ja, ich bin auch leidenschaftlicher Koch, muss man sagen. Ja, Alicia hat genug zu tun. Warum soll man dem Partner oder der Partnerin auch nicht mal was abnehmen? So. Ich mache zwar oft den Macho, aber ich hoffe, ihr wisst, dass das oftmals auch nur Spaß ist und ein bestes Team unterstützt sich gegenseitig. Und das ist, ja, das ist der springende Punkt. Der springende Punkt waren hier auf jeden Fall auch die Eier, die ich hier zubereite. Das klassische Omelette. Ich finde es immer so geil. Ich poste es manchmal in der Story. Und dann schreiben die Leute so, da ist unter deinen Gewürzen ist da noch ein bisschen Ei. So geil. Der Gewürzteppich ist wirklich auch legendär. Der gute Gewürzteppich. Alicia hat gestern schon mit dir eingekauft hier. Mhm.
Und natürlich die deutsche Ware wurde in die USA illegalerweise eingeführt. Die Buchweizen. Darf man das nicht? Ich weiß nicht, ich kenne da mal die Reportagen, wo diese asiatischen Omis da dann mal so Ja, weil die komisches Fleisch mitbringen. 15 Koffer voll mit irgendwelchen Ramen-Nudeln und so mitnehmen. Bloß nichts von den Amerikanern essen. Ja, aber die bleiben. Heute gibt es ein bisschen mehr Kohlenhydrate. Und ja, sonst bleibt der Ernährungsplan eigentlich gleich. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Energie, denn... In 6 Tagen ist es schon soweit, gell? Ja, erstens das, aber der Bär wäre nicht der Bär, wenn er nicht ein paar Special Guests mit in die Woche integrieren würde. Und heute ganz besonders für euch gibt es das letzte Beintraining, und zwar mit kein anderem als dem 4-maligen Mr. Olympia Champ Jay Cutler. Freuen wir uns auf jeden Fall. Wir haben es nicht riskiert. Alice geht immer auf Nummer sicher. Das ist das Tolle bei dieser Frau. Und wir haben einen ganzen Koffer mit eigenen Supplements mitgenommen. Dementsprechend habe ich mir gerade auch schon, und da fahre ich gerade total drauf ab, den Raspberry Iced Tea Flavor Daily ins System geladen. Denn es wird auch wieder ein bisschen mehr getrunken. 7 Liter am Tag. Also ist nicht ein bisschen mehr, aber das ist so eigentlich mein Standardding, aber ich gucke jetzt schon genau, dass das so bleibt mit den 10 Gramm Salz. Und später bin ich gespannt drauf, das Baby hier reinzufeuern. So sieht die finale Edition aus. Wir haben hier auf jeden Fall noch die Bärenkrallen mit integriert. Und ich finde, das ist schon optisch und inhaltlich richtig geil gelungen. Natürlich ist wieder der Grizzly Punch Geschmack, denn der eine liebt sie, der andere hasst sie. Die Chili-Note. Mein Kollege Majo, der Rapper, kennt der ein oder andere vielleicht, hat mir ein Video geschickt, wie der das gedry-scooped hat. Oh je. Fast verreckt ist. Habe ich gesagt, Digga, das kannst du bei jedem Booster machen, aber nicht bei dem Kollege. Der zwirbelt dir auf jeden Fall alles weg. Dementsprechend bin ich happy, dass alle Subs da sind. Und sogar von Alice die More-Wochen. Ah, ja. Das Ding steht überall rum bei uns zu Hause. Woche 1 und 2. Und das Morebiotic, das benutze ich tatsächlich auch. Das ist ziemlich gut. Und das Sleep Spray von More, das benutze ich auch. Also, an der Stelle wisst ihr, Code Polacco bei ESN, Code Alice bei More. Und dann seid ihr auf jeden Fall am Start. Jetzt gibt es bei uns Frühstück. Ich meine, Alice war so frei und hat schon angefangen. Spaß. Wir essen immer getrennt. Es war der Einstieg. Welcome to Las Vegas, baby. 6 days out und ab jetzt geht's hier richtig ab. Deswegen bleibt dran, abonniert den Kanal, lasst ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Let's go.